Herzlich willkommen bei dieser Aufnahme der Liebesschlüssel. Dieser Video ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Beltaine, ich grüße dich, das ist dein Video und mit diesem Aufnahme überreiche ich den Schlüssel auf deinen Händen. Und ich starte mit Zahlen. Die folgenden Zahlen spielen eine Rolle, was euch beide in Gegenwart verbindet. Die aktuellen Zahlen 5, 3, 4 und 10. 5 bedeutet diese Sicherheit oder sicheren Position verlassen. Mut zum Haben für einen Neuanfang. Nach außen gehen. 5 symbolisiert auch die Verbindungen nach außen oder die Einflüsse von außen. Das kann ein guter Start sein. Das kann großartige Unterstützung sein, kann aber auch Hindernisse auslösen, weil jemand mischt sich ein für diese Angelegenheit oder man steht in einer Herausforderung und das schwächt. Das sind die Stolpersteine im Lebensweg und das sollte man auch überprüfen und das aus dem Weg räumen. Die folgende Zahl 3 symbolisiert das Gleiche, aber hier geht die Energie mehr nach innen und man spürt das auch. Es fehlt etwas. Ganz einfach ist es zum Erklären. Sicherheit, Stabilität, Struktur vermittelt die Zahl 4. Bei Zahl 3 fehlt etwas. Entweder traut man nicht zu oder hat man Angst, etwas im Tat umzusetzen oder zu diesen Gefühlen stehen, das zum Vermitteln, dass es alles in Form kommt. Die Zahl 5 ist mehr wie die Zahl 4. Das heißt, man verliert diese Struktur oder man sucht einen neuen Weg oder man lässt es zu, dass andere einen Einfluss haben auf dieses Geschehen. Dann kommt aber die Zahl 4 und das bedeutet, ihr habt dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Etwas aufbauen, was auch Hand und Fuß hat. Und das wäre ein Neuanfang, weil das symbolisiert die Zahl 10. Und du hast diesen Impuls gegeben. Zahl 10 bedeutet eine neue Periode beginnt, eine Versöhnung, ein Neuanfang. Und jetzt betrachten wir deine Zahlen. Mit welchen Zahlen ist dein Leben begonnen? Mit was hast du gestartet? Natürlich, das überträgt sich auf dein Lebensweg, weil das ist die Energie, womit du immer wieder etwas Neues startest. Und das zeigt auch dein Potenzial. Das sind die Zahl 5, die Zahl 6 und dann wieder 5. Also Anfang und Ende erscheint die Zahl 5. Das zeigt erstmal deine Kraft, deine Offenheit, etwas Neues starten, auch wenn das ungewiss ist. Und manchmal hast du sogar das Gefühl, du verlierst den festen Boden unter deinen Füßen, du gehst trotzdem diesem Risiko ein. Und das ist deine Kraft. Am Ende erscheint wieder die Zahl 5. Und das ist eine wichtige Botschaft.
sei etwas vorsichtig und überprüfe lieber die zwischenmenschlichen Kontakten und überprüfen die Angebote oder die Lebenssituationen und triff klare Entscheidungen. Das heißt, handel nicht spontan, wobei diese Spontanität hilft oft im Leben, aber manchmal ist es klug, Zeit zu lassen und überlegen. Überlegen, welche Unterstützung hast du, was sollst du befestigen, bewahren oder was oder wer nervt dich, stört dich. Das sind die Hindernisse, die Stolpersteine im Lebensweg und dann das Aufräumen. Die Zahl 6 spielt auch eine Rolle und das bedeutet deine Erinnerungen. Und das zieht sich wie roter Faden in dein Leben. Kindheitserinnerungen oder karmischen Erinnerungen. Und dazu diese Zahl 5, was sehr geprägt ist, bedeutet vielleicht unbewusst, du suchst Bestätigung oder Unterstützung von außen. In mancher Situation bist du sehr mutig und wagst etwas Neues aus eigenem Impuls heraus oder aus eigener Kraft heraus und das ist bewunderungswert. Manchmal bist du aber unsicher und suchst die Verbindungen und Kontakte, damit diese Bestätigung da ist. Mache ich das richtig? Oder wie würdest du das tun? Oder vergleichst du dich mit anderen? Sie oder er ist besser als ich. Und dann neigst du dazu, dich kleiner fühlen als die anderen. Die Lösung befindet sich in der Mitte und das ist die Zahl 0 und die Zahl 8. Bei ihm auch, da seid ihr sehr ähnlich oder gleich. Die Zahl 0 bedeutet die Ideen, eine Vorstellung zum Haben, ein Plan. Wie stellst du das vor, dein Leben, deine berufliche Situation, deine Finanzen, dein Privatleben oder wie stellst du das vor in die liebe Partnerschaft zum Leben? Du hast großartige Ideen. Wichtig ist es im Tat umsetzen oder daran glauben. Und dann folgt die Zahl 8. Die Zahl 8 ist wundervoll, aber kann uns oft gefangen halten mit Höhen und Tiefen. Und das bedeutet, so fühlt sich das auch an, man fühlt sich in dieser Schleife, kommt man nicht raus aus diesem Energiefeld. Es gibt aber eine Lösung. Wenn du diese Zahl 8 umkippst, dann erkennst du erstens die unendlichen Symbole und erkennst du zwei wellenartige Bewegungen. Das ist das Rhythmus des Lebens und diese wellenartige Bewegung steht in Verbindung zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. In diesem Vertrauen, das Fluss des Lebens, steht mit Null in Verbindung, das heißt Vertrauen daran, dass, was du vorstellst, dein Plan gelingt dir. Und dann loslassen und geschehen lassen, das kommt im Fluss in eine fließende Bewegung und vertraust auch das Rhythmus des Lebens und das zeigt die Zeitqualität und so kommst du in Harmonie und genau das, was dich befreit, nicht nur dich, sondern ihn auch, weil das entspricht seine Zahlen auch. Die Zahl 0 und die Zahl 8. Aber jetzt übergehen wir auf seine persönlichen Zahlen.
mit welchen Zahlenmuster startet er etwas? Was ist sein Potenzial? Das sind die Zahlen 3, 0, 7 und nochmal 3. In die Mitte erscheint bei ihm auch die Zahl 0 und die Zahl 8, was ich schon erklärt habe. Genau das, was ihn auch befreit. Die Zahl 3 am Anfang, das ist wie eine Lokomotiv, zieht die ganze Zahlenreihe. Und das bedeutet, er ist in die Lage von einer Verbindung, das kann geschäftliche Verbindung sein oder Liebe, Partnerschaft. Und das symbolisiert die Zahl 2. Von diesen Verbindungen etwas hervorrufen, damit es vorangeht, dass gemeinsam etwas Neues entsteht, wie ein Neuanfang. Das fühlt sich so an wie Schwangerschaft. Ein Mann und eine Frau, diese Verbindung, dann entsteht ein dritten Leben, das Kind. Ich bin fest davon überzeugt, das entspricht seiner Vorstellung, das entspricht seinem Traum. Eine Familie zum Gründen. Vor allem die Zahl 3 entsteht in dieser Reihe ganz am Ende. Also zweimal kommt das vor. Und wenn er selbstsicher ist und steht dazu und kann das auch vermitteln, dann passiert das auch, dann ist es auch erreichbar. Aber wenn er daran zweifelt, weil er unsicher ist und die Zahl 3 kann Unsicherheit auslösen, das ist noch in wackeligen Füßen. Stabilität wäre die Zahl 4. Und dann neigt dazu, andere beobachten oder anderen zum Rat fragen. Und er lässt es auch zu, dass andere einen Einfluss haben auf sein Leben. Wenn hier dann bei diesem Kontakt die Unterstützung da ist und er nähert sich dadurch in Richtung Zahl 4, Sicherheit, Stabilität, dann ist es sehr gut, diese Verbindung. Aber wenn das noch mehr Unsicherheit auslöst, dann werft ihm das auch zurück. Dann folgt die Zahl 0 und das sind seine Ideen, seine Vorstellung, sein Plan, aber noch nicht die Taten. Die Taten zeigt die folgende Zahl 7. Und die 7 steht in Verbindung zum Mondkraft, zum Mondenergie. Und Mond symbolisiert Mütterlichkeit. Er hat auch Mutterthemen oder die Wunsch nach einer Partnerschaft, wo er die Frau als mütterlich betrachten möchte. Und dann kommt die Empfängnis dazu. Das ist auch Mondkraft. Und das spricht für Schwangerschaft. Aber bedeutet auch etwas empfangen. Was möchte er empfangen? Das zeigt auch die Mondenergie, seine Träume, seine Sehnsüchte. Er braucht die Bestätigung von außen und das ständig. Und dann in die Mitte die Zahl 0 und die Zahl 8, was ihn befreit. Und das wäre das Vertrauen.
Vertrauen, das Fluss des Lebens, einfach geschehen lassen, dass hier etwas geboren sein kann. Das kann natürlich ein Kind sein, was auch seinem Traum entspricht, auch wenn er das nicht zugibt, weil das ist sein Geheimnis. Aber kann auch eine symbolische Bedeutung sein, etwas Neues geboren, zum Beispiel ein gemeinsames Hobby oder die Berufung, Leben gemeinsam, ein Lebenswerk oder eine Lebensaufgabe kann auch geboren werden. Und jetzt konkret auf euren Situation. Es ist die Voraussetzung da, eine schöne Beziehung zum Führen, aber das wurde als Freundschaft benannt, was in Wirklichkeit nicht die Wahrheit entspricht, weil das war mehr als Freundschaft. Und dann gab eine gewisse Pause zum Nachdenken und jetzt habt ihr wieder Kontakt. Aber er ist sehr kühl und zurückhaltend. Du hast mir seinen Brief geschickt. In dieser Stelle bedanke ich mich für dein Anvertrauen und man kann vieles erkennen. Über diesen Stil, wie er schreibt oder was er betont, zwischen den Zeilen lesen. Was mir aufgefallen ist, dass er sehr ich-bezogen ist. Es gab kein einziges Wort oder keine einzige Frage über dich. Er hat nur über sich selbst berichtet und das nicht in die Richtung, was ihn begeistert, sondern er hat das betont, was er nicht will. Und dann schreibt, ich bin weg. Und jetzt nicht, weil er von dir trennen möchte, sondern das hat einen anderen Zusammenhang, aber das drückt auch einiges aus. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, ich bin weg. Er betont nicht das, was er will, sondern er beschreibt das, was er nicht will. Aber da sucht auch keine Lösung, sondern er flüchtet. Ich bin weg. Er könnte auch so schreiben, ja, warum sollte ich damit beschäftigen? Ich bin weg. Das, was ausdrückt, diese Art, wie er schreibt. Und am Ende kam aber doch eine gewisse Begeisterung, wo auch eine Einladung ausspricht. Keine direkte Verabredung. Und ich könnte mir das so bildhaft vorstellen, dann bekommt er plötzlich glänzenden Augen. Der ganze Inhalt geht darum, was mit ihm los ist. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Ich bin weg. Oh, aber es gibt doch etwas, was mich begeistert. Und dort können wir uns begegnen. Also er ist offen für ein Treffen, aber nicht konkret, was euch beide betrifft, mal alleine zu sein oder über wichtige Themen unterhalten. Das macht er nicht. Und wie gehst du damit um? Da gebe ich dir einen praktischen Rat. Und das mache ich schriftlich, weil zu diesen Videoberatungen gehört immer etwas Schriftliches dazu. Liebe Beltaine, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.